Oh ja, das Ding ist einfach nur geil. Hat ja nur eine Ewigkeit gebraucht, das Ding aufzubauen. Bruder allerseits. Okay, also dieses Video, das ist definitiv eins über Windows 98 hier. Aber jetzt nicht über das System selber ein Review, wie ich es ja sonst in der Vergangenheit immer gemacht habe über Windows-Systeme, sondern eben der Bau dieses Windows 98 PCs. Und das so für euch so ein bisschen auch als Art Tutorial, wie man so einen 90er PC baut. Speziell eher so späte oder Ende der 90er, weil dieser PC ist so basierend auf 1999 bis 2000. Und das Video ist auch so ein bisschen Art von die Basics. Und was einfach so eine Videoreihe ist, wo ich euch einfach mal Grundwissen erkläre in diverse Sachen und so drum und dran. Doch starten wir erstmal mit den Teilen für den Bau. Angefangen mit dem Intel Pentium 3 Coppermine CPU im Slot 1 Format, getaktet auf 650 MHz, denn 1 GHz konnte ich bis zu diesem Video nicht finden. Aber egal, diese CPU kam im Oktober 1999 entweder im Sockel 370 oder wie hier im Slot 1 Format. Das ist sehr nostalgisch, wo ich auch ein Mainboard brauche, was kompatibel ist, wie das hier, das Asus P2B Revision 1.12. Ja, really rolls off the tongue. Ein ganz einfaches Mainboard mit fast allem, was ich möchte. Intel 440BX Chipsatz, einer der besten zu der Zeit, ISA-Slots und es ist mit einer Vielzahl an CPUs kompatibel. Ja, es soll wohl auch möglich sein, mit einem Socket-Adapter, so heißen die, um einen Sockel 370 CPU in ein Slot 1 Board einzubauen, einen Dual-Atom-Prozessor reinzustopfen. Sprich, wir könnten, wenn wir wollten, den stärksten Pentium 3 einbauen mit 1,4 GHz. Aber das wäre Overkill. Auch mit dem Arbeitsspeicher sollen 1 GB möglich sein. Offiziell werden maximal 768 MB unterstützt, was ich hier auch habe. 3 x 256 MB 133 SD-RAM-Sticks. Machen wir mal bei den Erweiterungskarten weiter, wie diese unauffällige Voodoo 3000 Grafikkarte. Einfach eine legendäre Grafikkarte. Muss ich glaube ich nicht mehr viel zu sagen. Genauso mit der Soundkarte. Ja, das Board hat nichts mit irgendwas Sound dabei, wo man damals immer eine Soundkarte gebraucht hat, um eben was zu hören. Da habe ich mich entschlossen, mit einer Sound Blaster Live zu gehen. Sie ist günstig und gut, aber auch die legendäre Sound Blaster 16 von damals oder die Adlib-Karte kann diese wohl emulieren. Zwar mehr relevant für DOS-Spiele, welche ich aber auch hier spielen werde auf den Computer. Sonst von den Erweiterungskarten habe ich noch eine einfache Ethernet-Karte, SCSI-Karte und eine TV-Tuner-Karte. Alles Zeugs, was ich wohl nie brauche, aber ich habe es da und warum nicht? An Laufwerken habe ich einiges da und ich habe ganz einfache DVD- und CD-Leser gedacht einzubauen, plus ein 3,5 Zoll und 5/4 Zoll Diskettenlaufwerk. Eine Festplatte darf natürlich auch nicht fehlen, aber da nehme ich eine modernere Lösung, ein SD zu EDE-Adapter. Ich habe keine Lust, mich mit alten Platten rumzuschlagen und hier ist es auch einfacher, Daten zwischen zwei Computern auszutauschen. Und um alles mit Strom zu versorgen, habe ich ein relativ generisches gefunden, was wohl Restbestand irgendwo war, denn es sieht noch richtig neu aus. Ich wollte eigentlich auch ein neues Netzteil einbauen, da ich mich damit ein bisschen sicherer fühle, aber die neuen Netzteile haben alle kaum noch einen Molex-Stecker, die bei diesem Bau essentiell sind. Auch essentiell ist auch das Gehäuse. Und glaubt mir, das war schwer zu finden. Eines, was ein beige ist. Das hier ist von irgendeinem Siemens-Computer hier. Aber hey, es ist beige und sieht einigermaßen gut aus. Ja, das Gehäuse hier, es hat mich wirklich sehr viel Nerven gekostet, das zu finden. Ja, weil es in eBay einfach nichts zu kaufen gab. Und das hier hat 90 € gekostet, was ich immer noch einiges finde für ein Gehäuse. Aber zumindest das Ganze hier sieht authentisch aus. Ja, dass es wirklich so von damals hätte kommen können. Aber egal, es ist alles authentisch hier an der Kiste hier. Und natürlich brauchen wir das System auch, was hier Windows 98 ist. Davor habe ich leider keine OVP bekommen. Aber egal, das funktioniert. Also, gehen wir mal dazu über, das Ding aufzubauen. Ja, starten wir erstmal mit der CPU, diese in den Slot 1 einzubauen. Da die Halterung von dem Prozessor nach oben und die Einkerbung beachten und einfach rein damit. Beim Pentium 3 sind Haken an den Seiten, die dann einrasten. Beim Pentium 2 hingegen, ja, den habe ich auch hier, da ist es etwas anders. Denn da ist der Haken an der CPU selber dran, um diese zu lösen. Gehen wir mal weiter zum Arbeitsspeicher. Ist selbsterklärend. Die Einkerbung beachten und dadurch, dass alle Sticks dieselbe Spezifikation haben, können wir diese auch einfach reintun. Nicht vergessen, die CPU-Kühlung anzustecken und was hier auch zu beachten ist, es müssen Jumper gesetzt werden, dass der Chipsatz weiß, mit welcher CPU er es zu tun hat. Um es kurz zu sagen.
Soweit ist das Mainboard fertig und kann eingebaut werden. Vorher noch die I/O-Blende dran und was ich auch mal vorher mache, die Kabel für die Front-LEDs einstöpseln. Wenn alle Abstandshalter richtig sind, kann es rein und verschraubt werden. Machen wir mal weiter mit den Erweiterungskarten. Ich fange mal hier mit der Grafikkarte an, dann die Soundkarte und zum Schluss der Rest. Ach, das sieht jetzt schon gut aus. Weiter geht es mit den Laufwerken. Im Gehäuse selber waren schon 2 CD-Laufwerke drin und ein Diskettenlaufwerk. Das lasse ich auch so, nur eines der CD-Laufwerke kommt weg und wird durch ein DVD-Laufwerk ersetzt. Auch das 5/4 Zoll Diskettenlaufwerk findet nun Platz zusammen mit dem SD zu IDE-Adapter. Nur bei den Laufwerken muss die Priorität gesetzt werden, ob es ein primäres oder sekundäres Gerät ist. Das ist wohl so unter IDE, da man ja maximal 2 Geräte mit einem Kabel verbinden kann. Da gibt es ein Jumperfeld an jedem Laufwerk, was ihr dann dementsprechend setzen müsst, wie ihr es haben wollt. In meinem Fall habe ich das so gemacht, dass das DVD-Laufwerk das primäre Laufwerk ist und das CD-Laufwerk als sekundäres. Die Festplatte ist alleine auf ihrem IDE-Kabel. Und auf dem Mainboard gibt es auch 2 IDE-Steckplätze, auch ein Primary und Secondary Port. Na, das ist nur, dass die Festplatte in den Primary kommt und der Rest in den sekundären. Verwirrend, ich weiß. Beim Diskettenlaufwerk ist das über das Kabel hier geregelt. Das am Ende steckende ist das A-Laufwerk und das andere dann das B-Laufwerk. Eine Sache müsste noch gemacht werden an den Laufwerken und das ist das CD-Audio-Kabel an die Soundkarte anschließen. Das wenn wir mal eine Audio-CD auf dem PC anhören wollen. Und zum Schluss noch das Netz mit seinen tausenden Kabeln anschließen, was ich nur kurz zeige mit etwas Kabelmanagement. Damit sind wir auch fertig und können den Computer nun ausprobieren, ob er geht, wie er soll. Wir machen jetzt mal einen Test, ob jetzt das alles, was hier drin ist, auch funktioniert. Also, Moment der Wahrheit. Pentium 3 650 MHz. Ich mach mal gleich, es ist das richtige Datum sogar drin. Ja, so wie es aussieht, geht alles wie es soll. Es ist dann nur noch die Windows 98 Installation, was ich aber nicht zeige, da es eben einfach nur eine Installation ist. Ich werde aber die benutzerdefinierte Installation nehmen, wo ich alles angeben kann, was installiert werden soll. Wie sollen wir diese Kiste nennen? Ich weiß es nicht. Mir fällt kein Name ein. Ich bin schlecht in Namen. 98 Experian. Wegen, ja, das ist ein bisschen mein Kanal, aber... Nachdem das alles installiert ist, kann ich so übergehen, die Treiber zu installieren. Von der Grafikkarte, Soundkarte, den Chipsatz, da ich von dem die Treiber gefunden habe und ich mir dachte, wenn ich die schon habe, warum nicht? Da ist es einfach wie mit der Windows-Installation. Nichts Bahnbrechendes. Nachdem alles installiert war, ist es nun wirklich fertig. Die Soundkarte hört sich super an. Das System ist dank der SD-Karte schnell und ich kann dadurch einfach Daten austauschen zwischen meinem Mac und diesem Computer hier. Weil ich jetzt eben gerade auch gesehen habe, ich habe halt von unserem damaligen Windows 98 PC so Gags übertragen, wo einige witzige Sachen mit dabei sind. Der ist ja auch von irgendwie SWR 3 irgendetwas, aber es ist, ich zoome mal kurz ran, ja, es ist ein Programm, da kannst du die Sounds durch irgendwas von SWR 3 abändern, also, und du kannst es hier sogar einstellen, alles Müller einstellen. Und hier, was da für eine Scheiße dabei ist. Schönen guten Tag, nicht? Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Windows ist gestartet, nicht? Menü, Papa, also wenn du das Startmenü öffnest, So, komm. Windows Start. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, vielen Dank, dass Sie mit uns zusammengearbeitet haben. Oh, was ist denn jetzt? Alter Schwede hier, es ist... Wieso existiert so etwas? Das einzige, was jetzt noch gemacht werden muss, ist das Gehäuse zu machen. Und was ich auch mal mache, ist das Siemens-Logo mit ein bisschen was Passenderem auszutauschen. Und voilà, er ist fertig. Tja, und somit haben wir es. Da ist der Computer jetzt hier fertig. Oh, und dieses Video ist auch keinesfalls das letzte Video, wo ihr diesen Computer hier gesehen habt. Denn ich habe eben noch sehr viel weitere Videos geplant in Zukunft, wo ihr halt eben diese Kiste sehen werdet. Und um solche Videos eben nicht zu verpassen, lasst ein Abo da, um solche Videos eben nicht zu verpassen in der Tech-Welt. Lasst ein Hype da, wenn ihr das gesamte Video geil fandet. Und ich sag mal so, ich gehe jetzt mal auf der Kiste ein bisschen Doom spielen. Und bis dahin sage ich mal, man sieht sich.